Ja, Südkorea, bekannt für sein Essen, Kultur und Achterbahn? Das bin ich, Greenie von Coaster Talk, und ich bin nach Korea gereist, weil ich schon immer einmal eine Aquatrucks Achterbahn fahren wollte. Und jetzt, wo ich hier bin, möchte ich herausfinden, wie viele Achterbahnen ich während meines Korea-Trips fahren kann. Es ist jetzt 12 Uhr und ich bin vor knapp einer Stunde hier in Seoul gelandet. Und gemäß meinem Plan müsste ich jetzt innerhalb der nächsten 4 Stunden meinen Weg in die Stadt finden, in meinem Hotel einchecken, den Children's Grand Park finden und meine erste Achterbahn hier in Südkorea fahren. Die erste Achterbahn ist geschafft, ein Vekoma Suspended Family Coaster. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt, um einmal über meinen Plan zu sprechen und wieso da oben bereits 9 steht anstatt 1. Ich habe mir insgesamt 6 Freizeitparks hier in Südkorea rausgesucht, die ich besuchen möchte, darunter Parks mit legendären Achterbahnen. Und weil mir mal jemand gesagt hat, dass Min-Maxing geil ist, möchte natürlich auch ich das absolute Maximum aus meinem Urlaub herausholen, und deshalb setze ich 2 Travel Hacks ein. Um den ersten besser zu verstehen, müssen wir die Zeit aber nochmal zurückdrehen. Es ist jetzt 22 Uhr und ich boarde gleich meinen ersten Flug nach Südkorea, aber weil ich Geld sparen wollte, habe ich mir einen Flug gebucht mit einem 16-Stunden-Zwischenstopp in Abu Dhabi. Denn was viele nicht wissen, der Flughafen Abu Dhabi liegt direkt neben der schnellsten Achterbahn der Welt. Es ist jetzt 7 Uhr morgens und ich habe jetzt gute 10 Stunden, bis ich wieder hier am Flughafen sein muss. Deshalb will ich die Zeit nutzen, gönne mir einen Snack in der Yas Island Airport Lounge, nutze ich den kostenlosen Yas Island Airport Shuttle und besuche die Ferrari World Abu Dhabi. In Ferrari World stehen die Achterbahnen Turbo Track, Flying Aces, Firano GT Challenge, Mission Ferrari, Formula Rossa Junior und die Hauptattraktion, die schnellste Achterbahn der Welt, Formula Rossa. Ich bin jetzt gerade die schnellste Achterbahn der Welt gefahren, Formula Rossa, und was soll ich sagen, mir gefällt die Fahrt mit der Achterbahn so überhaupt gar nicht. Die Geschwindigkeit ist cool, aber der Fahrtwind in den Ohren und Augen ist einfach unangenehm. Bei den hohen Geschwindigkeiten kann ich nicht mal meine Augen offen halten, trotz Schutzbrille. Das macht so für mich einfach keinen Spaß. Da gönne ich mir lieber eine Fahrt mit Mission Ferrari, dem einzigen SFX-Coaster von Dynamic Attractions, der jemals fertiggestellt wurde. Und noch ganz kurz zu Flying Aces. Das Ding ist einfach der Hammer. Das macht richtig Spaß, auch wenn dir hier draußen die Temperaturen mit 45 Grad um die Ohren knallen. Jetzt aber schnell weiter. Kurz die Straßenseite wechseln, die Rolltreppe hoch zu SeaWorld, vorbei an der Hafenstadt, staunend die Rolltreppe hinunter in die Tiefen des Aquariums, einmal kurz Blaha Hallo winken und weiter zum Manta-Becken, um sich für die Achterbahn Manta anzustellen, welche passend durch das Manta-Becken fährt. Ich würde Manta als die erste Intamin Family Thrill Achterbahn bezeichnen, und die Anlage hat es trotz ihrer geringen Höhe in sich. 4 Überkopfelemente, 3 Launches und zum Teil wirklich abrupt auftretende Airtime. Ein wirklicher Traum. Nachdem ich noch kurz die zweite Achterbahn im Park gefahren bin, Nemo gefunden und Blaha Tschüss gesagt habe, ging es dann mit dem Yas Island Airport Shuttle wieder zurück an den Flughafen. Dort kurz die kostenlosen Duschen in Anspruch genommen und schon war ich wieder auf dem Weg nach Südkorea. Es ist jetzt 8 Uhr morgens am zweiten Tag hier in Südkorea und ich bin inzwischen in meinem Hotelzimmer angekommen. Heute fahre ich die Achterbahn, für welche ich überhaupt hergekommen bin. Atlantis Adventure ist die einzige Intamin-Achterbahn vom Typ Aquatrucks und genießt seit nun mehr als 20 Jahren eine große Fangemeinde, welche auf die Qualitäten des Aquatrucks schwört. Und ich werde gleich erfahren, wie gut sich diese Achterbahn wirklich fährt. Ich bin gerade Atlantis Adventure gefahren und ich glaube, ich weiß jetzt, wieso viele Leute diese Achterbahn lieben, aber auch wieso es vermutlich der einzige auf der Welt ist. Ich versuche es kurz zu machen. Ich glaube, für sein Alter von 22 Jahren ist bei der Achterbahn die Laufruhe der Züge absolut in Ordnung. Auch die Elemente und die Kräfte, die auf einen Fahrgast wirken, sind absolut in Ordnung und haben eine tolle Abwechslung. Wo es aber kritisch wird, ist der Fahrkomfort mit den Zügen. Die Züge haben eine sehr spezielle Sitzposition. Und jetzt bei mir war es so, ich bin sie 2-mal gefahren und bei beiden Fahrten haben sich meine Oberschenkel komplett verkrampft, was einfach sehr unangenehm ist. Und ich glaube, ich würde die Achterbahn nicht noch einmal fahren wollen, wenn ich nicht wortwörtlich dafür hierher gekommen bin. Aber im Gesamtpaket eine nette Achterbahn, aber halt auch nicht mehr. Nebst Atlantis Adventure befinden sich in Lotte World die beiden Achterbahnen French Revolution und Comet Express.
Pharaoh's Fury ist ein Dark Ride mit überraschenden Wagenbewegungen, den ich beinahe verpasst hätte. Zum Glück wurde ich von einem aufmerksamen Instagram-Follower auf die Attraktion hingewiesen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie ich das eigentlich mit dem Internet in Asien mache, ich nutze die Saily-App. Mit der Saily-App habe ich in über 150 Ländern Internet und brauche keine teuren SIM-Karten zu kaufen. Wenn du mehr zu Saily erfahren möchtest, habe ich dir in der Videobeschreibung unseren Affiliate-Link platziert. Jetzt aber schnell weiter zum nächsten Park, dem Legoland Korea. Das Legoland Korea ist nicht einfach irgendein Legoland. Es ist zum Zeitpunkt des Besuchs das neueste und auch modernste Legoland. Der Park öffnete erst 2022 und das sieht man auch. Der Park ist in einem Tip-Top-Zustand und wer dem Zweitkanal folgt, der weiß, dass Lego-Parks auch ganz anders aussehen können. Und wer dem Coaster Talk News Rückblick folgt, der weiß auch, wieso ich hier bin. Etwas mehr als einen Monat vor meinem Besuch eröffnete der brandneue Mack Ride Spinning Coaster Masters of Spinjitzu. Dabei handelt es sich um ein neues Standard-Layout, welches seinen Platz in diversen Legoland-Parks finden wird. Ach ja, und Merlin, diese Anlage dürft ihr übrigens auch gerne nach Deutschland stellen, denn die macht wirklich richtig Spaß. Im Legoland Korea findet man mit Dragon gleich noch eine zweite deutsche Achterbahn, diese ebenfalls in der Standardausführung, wie man sie auch in Deutschland oder 6 weiteren Legoland-Parks findet. Nebst den beiden Achterbahnen bietet das Legoland auch eine Vielzahl an anderen Attraktionen. Ich bin aber für Achterbahn hier, also schnell zum Shuttlebus und weiter zum nächsten Park. Es ist der nächste Tag und ich sitze in einem Hochgeschwindigkeitszug, denn für den nächsten Park muss ich jetzt erstmal 4 Stunden quer durch ganz Südkorea fahren. Denn heute steht ein Besuch in Gyeongshu World an und der aufmerksame Newsrückblick-Zuschauer wird auch jetzt schon wieder wissen, wieso. Score and Hati, Südkoreas erster RMC Single Rail Coaster. Ich bin jetzt soeben meinen ersten RMC Single Rail Coaster gefahren und was soll ich sagen? Ich habe ja einiges über die Dinger gehört, aber es war gar nicht mal so gut. Also das Layout ist absolut fein, das macht Spaß, aber der Zug! Die Sitzposition ist schon fast so schlecht wie beim Aqua Trucks, nicht ganz so schlecht, aber schon nicht gut. Und die Bügel, die waren jetzt für mich persönlich kein Problem, da habe ich schon vieles drüber gehört. Aber das Ding rappelt, das ist ja abartig. Ich habe mir irgendwie schon ein bisschen mehr erhofft von einem RMC Single Rail Coaster. Zum Glück gibt es nebenan eine andere Achterbahn. Hinter mir steht die Achterbahn Draken und das ist ein absoluter Bucketlist-Coaster für mich, denn diese Achterbahn ist baugleich mit dem B&M Dive Coaster Griffon in Busch Gardens, Williamsburg. Als Griffon 2008 in Busch Gardens gebaut wurde, gab es auf dem Discovery Channel eine Baudokumentation dazu. Diese habe ich als Kind bestimmt dutzende Male gesehen und seitdem war es ein Kindheitstraum, diese Achterbahn Griffon einmal in echt zu fahren. Und das ist jetzt halt gerade einer dieser absoluten Gänsehautmomente, wo man nach über 20 Jahren endlich mal vor so einer Achterbahn steht, die man schon immer einmal fahren wollte. Ganz wild. Das gibt es sehr selten und ich bin so gespannt, wie mir die Fahrt gleich gefallen wird. Bevor ich jetzt aber gleich das Griffon-Layout fahre, ein Blick auf die restlichen Achterbahnen des Parks. Im Park steht mit Valkyrie ein neuer Gerstlauer Shuttle Family Coaster, mit Wizard Race eine Powered Zamperla Zugrundfahrt, die ich nicht als Achterbahn zähle, und eine weitere Achterbahn. Jetzt aber erst zurück zu Draken. Ich bin diese Bucketlist-Achterbahn nun endlich gefahren und ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, es ist eine tolle Dive Machine und ja, der Drop und der Drop da drüben, die machen wirklich gut Spaß. Aber abgesehen von den beiden Drops ist halt in dem Layout nicht mehr wirklich was drin. Mit diesen beiden Coaster-Highlights jetzt aber noch nicht genug. Auf der anderen Seite des Parks steht mit Perfon gleich noch eine Weltklasse-Achterbahn von B&M. Dieser B&M Inverter ist vom Layout her vergleichbar mit zum Beispiel Monster oder Raptor. Dieser gefällt mir aber etwas besser, weil es nach der Cobra Roll nicht einen Midcourse Breakrun gibt, sondern diese Helix hier. Einfach nur schon, weil die Anlage viel mehr mit den Wegen interagiert und das merkt man nicht nur, wenn man von unten hochschaut, sondern auch, wenn man damit fährt.
Okay, kurzer Nachtrag zu Sköll und Hatti. Ich bin die Bahn jetzt gerade noch einmal gefahren, dieses Mal aber in der ersten Reihe und hatte da deutlich mehr Luftzeit. Und was soll ich sagen? Nee, die Bügel sind nicht okay. Absoluter Schmutz und ich glaube, es gibt kein einziges gutes Wort, das ich über den Zug vom RMC Single Rail Coaster verlieren kann. Kauft euch nicht so ein Ding, kauft euch einen Hot Racer und für mich ist es jetzt Zeit, wieder 4 Stunden zurück nach Seoul zu fahren. Um einen Park zu besuchen, welcher letzten Winter einen Auftritt auf Netflix gemacht hat. Jetzt geht's in Seoul-Land, das ist Koreas ältester Themepark. Das Seoul-Land hat im Vergleich zum letzten Park ein nicht ganz so hochkarätiges Line-Up. Jedoch bietet der Park mit Black Hole 2000 eine visuell sehr spannende Achterbahn und ist meine erste Achterbahn des japanischen Herstellers Shinyo Kogyo Company Limited. Ich habe keine Ahnung, wie sich diese Achterbahn gleich fahren wird. Spannend sieht sie aber auf jeden Fall aus. Und der Grund, wieso dieser Freizeitpark dem einen oder anderen bekannt vorkommen könnte, ist, das ist der Drehort von Squid Game Staffel 2, Episode 2. Und ich dachte mir, wenn ich schon mal in Südkorea bin, dann nehme ich doch einfach den Freizeitpark aus Squid Game auch gleich mit. Im Park befinden sich nebst Black Hole 2000 noch 4 weitere Achterbahnen. Darunter eine Wildmaus mit Arrow-ähnlichen Zügen, die einen Mauskopf aufgesetzt bekommen haben, Wild, eine Doppel-Looping-Achterbahn, ein Wacky Worm und eine Zamperla-Zugrundfahrt, die ich nicht als Achterbahn zähle. Ich bin jetzt alle Achterbahnen hier im Park gefahren und das hat mich doch gute 6 Stunden gekostet. Und was soll ich sagen, die neueste Achterbahn hier im Park ist um die 30 Jahre alt. Das merkt man leider auch. Also man muss nicht herkommen für moderne Achterbahn-Thrills. Und ich wünsche mir für den Park, dass es hier bald mal eine neue Achterbahn gibt. Es gibt sehr viele andere Attraktionen für Familien, die einen kompletten Tag füllen können. Nur für Achterbahnen muss man nicht hierher kommen. Da bin ich umso glücklicher, dass ich morgen nochmal einen Park besuchen kann mit einer legendären Achterbahn hier in Südkorea. Für heute mache ich aber Schluss. Ich gehe jetzt wieder in die Stadt, suche mir einen Korean Barbecue oder einen Korean Spa und mache mir einen schönen Tag. Weil für Achterbahnen ist der Park halt echt nicht gut. Das ist jetzt, glaube ich, ein guter Moment, einmal über dieses T-Shirt zu sprechen. Das ist eines von 6 T-Shirts, die du jetzt im Coaster Talk Shop kaufen kannst. Ja, richtig. Wir haben Merchandise mit coolem Coaster-Motiv, das nicht nach Coaster Talk schreit. Das hier ist Color Loop in der Variante Caribbean Sea. Weitere Varianten sind Sunset, Vaporwave, Frozen Cloud, Coral Reef und Rainbow. Das Shirt ist super bequem, weich und etwas länger, dass wenn du die Arme nach oben machst, nicht plötzlich der Bauch auf dem Ride-Foto endet. Dein Kauf im Coaster Talk Shop unterstützt uns dabei, weiterhin coole Videos wie dieses zu machen. Jetzt aber schnell weiter zum nächsten Park, dem Everland. Dieser Park ist sehr kurios. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Everland sowohl Samsung gehört, als auch von Samsung betrieben wird? Viel spannender finde ich aber, welche Arrow-Achterbahnen in diesem Park standen. Eine steht noch heute hinter mir, das ist der Doppellooping und die andere Achterbahn. Eagle Fortress war nicht nur der zweitletzte Arrow Suspended Coaster, es war auch der erste und einzige Arrow Suspended Coaster in ganz Asien. Und mit seinen 975 Metern Streckenlänge war es zugleich der längste seiner Art. Leider sieht man von dieser legendären Achterbahn heute nichts mehr, jedoch steht an ihrer Stelle eine andere legendäre Achterbahn. Der T-Express. T-Express ist einer von nur 4 Prefabricated Track Holzachterbahnen von Intamin. Yep, Intamin kann auch Holzachterbahnen. Die wohl bekannteste im deutschsprachigen Raum dürfte Kolossus im Heidepark sein. T-Express ist bis heute die höchste Holzachterbahn der Welt und hat die Reputation aufgebaut, ein pures Airtime-Monster zu sein. Ich bin gerade zum ersten Mal T-Express gefahren, in der ersten Reihe, und die Fahrt war wirklich angenehm. Tolle Luftzeit, schöne Fahrfiguren und für einen Woody wirklich angenehm. Es ist inzwischen mein 3. Intamin Prefab, den ich jemals gefahren bin. Bei meiner Fahrt würde ich jetzt aber so weit gehen und sagen, die kranke Airtime, von denen alle sprechen, mit denen ich über T-Express geredet habe,
die habe ich nicht wirklich erlebt. Vielleicht liegt es an der ersten Reihe. Ich werde später noch mal versuchen, T-Express in der letzten Reihe zu fahren, sofern die Wartezeit nicht bei 4 Stunden ist. Erst muss ich jetzt aber noch kurz alle anderen Achterbahnen in diesem Park fahren. Denn im Park stehen nebst dem T-Express auch eine Doppel-Looping-Anlage von Arrow, ein Vekoma Junior Coaster und eine Zamperla Zugrundfahrt, die ich nicht als Achterbahn zähle. Ich bin jetzt noch einmal T-Express gefahren und zwar in der letzten Reihe und ist eine tolle Achterbahn mit schöner Luftzeit, aber von kranker Airtime würde ich da jetzt nicht sprechen. Ja, halt stopp, Greenie aus dem Schnitt hier. Ich habe meine Fahrt in der letzten Reihe ausgewertet und T-Express hat bei meiner Fahrt mehrfach Airtime mit einer Beschleunigung von bis zu -1 G erreicht, was für eine Holzachterbahn beeindruckend ist. Meine Fahrten mit T-Express haben sich aber tatsächlich nicht so angefühlt. Ist ja aber auch egal, weil ich habe jetzt alles Filmmaterial zusammen, das ich für meinen Zweitkanal brauche. Und ich werde jetzt noch den Rest des Tages T-Express fahren, weil die Wartezeit ist so bei 45 Minuten und das mache ich, bis sie mich rausschmeißen. Okay, insgesamt waren das jetzt 4 Fahrten und T-Express im Regen ist schon ziemlich cool, aber jetzt geht's zurück ins Hotel. Um mein Gepäck abzuholen und dann weiter zum Flughafen. Ich bin jetzt im Zayed International Airport und meine Reise ist noch lange nicht zu Ende. Denn ich habe mich jetzt dem zweiten Travel-Hack bedient, indem ich von einem 3-tägigen kostenlosen Dubai-Aufenthalt profitiere, in dem nochmal 10 Freizeitparks auf mich warten. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie auch du von einem kostenlosen 3-tägigen Dubai-Aufenthalt profitieren kannst, dann musst du jetzt den zweiten Teil dieses Videos klicken.